Christian, hey, herzlich willkommen. Super, dass du da bist und dass wir heute so ein bisschen über Mentor sprechen können, über dich auch, wie du dazugekommen bist, was ihr macht und was die Herausforderungen sind und natürlich am Ende auch, wie Donista euch helfen kann. Ist total klasse, dass du da bist. Ja, Ich freue mich auch total. Vielen Dank für die Einladung. Und ja, dann erzähl mal von dir selbst einfach, wie bist du dazu gekommen, was macht Mentor und dann, ja. ja, eigentlich komme ich aus einem ganz anderen Bereich, wenn ich Mhm. ehrlich bin. Bin aus dem Eventmanagement und habe da 10 Jahre im In- und Ausland gearbeitet, hatte viel Spaß und Mhm. bin aber während dieser Zeit ganz vielen Ehrenämtern tätig gewesen, in den Schulen natürlich und habe Hospizarbeit gemacht und unter anderem eben auch bei Mentor war ich Lesementorin und Mhm. das hat mir so viel Freude gemacht, dass ich mich dann 2022 entschlossen habe, den Vorsitz des Vereins zu Ja. übernehmen und da eben dann so mit meinem Eventmanagement den Verein wieder richtig auf die Füße gestellt und macht so viel Spaß, dass ich immer noch dabei bin. Toll. Erzähl noch einmal kurz, was macht Mentor ganz genau? Also die Mentoren gehen hauptsächlich die Grundschulen. Mittlerweile sind wir auch in den Haupt- und Oberschulen hier in Lüneburg, aber die Mentoren gehen einmal in der Woche meistens in die Schulen und betreuen im 1:1 leseschwache Kinder und unterstützen sie beim Lesen und wecken auch die Freude am Lesen. Also das Wichtige ist eben, dass das im 1:1 ist, dass die Kinder wirklich ein Vertrauen, dass eine Vertrauensbasis entsteht, eine Bindung zu dem Mentor und zu dem Kind und dass man dann ganz gezielt auf die Stärken und Schwächen der Kinder eingehen kann, auch vor allen Dingen auch auf die Interessen. Es macht ja keinen Sinn, dass ich mir ein Mhm. Mädchen ein Fußballbuch anschaue, was eigentlich Pferde interessiert ist. Und man kann dann wirklich toll auf die Kinder eingehen und die da abholen, wo sie sind. Das ist also wirklich toll. Man betreut die Kinder auch ein ganzes Schuljahr lang. Mhm. Also das dauert immer ein bisschen, bis man dann eben dieses Vertrauen hat. Und durch dieses Vertrauen haben die Kinder dann auch richtig Lust. Also wenn mein Kind krank ist und ich gehe in die Klasse und die Lehrerin sagt, wer möchte denn heute mit Frau Schmidt-Jorzig lesen, dann reißen alle die Hände hoch, weil das ist heutzutage so wichtig, dass man den Kindern die ganze Ja. Aufmerksamkeit schenken kann. Das haben die in der Schule mit einer Klasse von 30 Kindern nicht, was ja auch ganz verständlich ist. Und auch leider im häuslichen Zuhause auch nicht mehr so Mhm. viel, weil doch die Kinder viel, was auch gut ist, ganztags in der Schule sind, aber dann kriegen die natürlich nicht diese 1:1 Betreuung. Mhm. Und dieses enge Verhältnis zwischen Mentor und Kind, ist das nur für ein Schuljahr oder macht ihr das dann auch über mehrere Jahre? Ist es dann aus der Grundschule raus ist oder äh, Das kommt ganz drauf mhm. an. Also es ist individuell. Wir sagen, mindestens ein Jahr muss ein Kind betreut werden, damit es auch der Leseerfolg Mhm. eintritt. Wenn ich jetzt ein Kind habe, was nach einem halben Jahr super lesen kann, dann gebe ich das natürlich ab, weil es sind immer noch genug Kinder, die den Bedarf haben. Insofern gucke ich individuell auf das Kind. Und wenn ich jetzt, sage ich mal, ein Kind Anfang der zweiten Klasse ist der beste Zeitpunkt einzusteigen, weil dann sind sie alphabetisiert. Dann fängt man an, das Silbieren, das Zusammenziehen der Silben und das klappt eben bei vielen Kindern dann Mhm. nicht so gut. Und das lernt man und Übung macht den Meister, das wissen wir alle. Wir lernen also mit den Kindern wirklich das Lesen und wenn die nach einem Schuljahr fit sind und man sagt, die können super in die dritte Klasse gehen, die lesen jetzt gut, dann gehe ich in die nächste zweite Klasse. Ist das nicht der Fall, das habe ich jetzt gehabt, ich betreue meine Kinder jetzt schon seit 1,5 Jahren. Mhm. Und jetzt sage ich, 2 davon kann ich jetzt abgeben. Und die gebe ich sogar jetzt nach dem ersten Halbjahr ab und nehme dann andere aus der Klasse, die jetzt vielleicht einen Bedarf Mhm. haben. Aber es geht wirklich lediglich ums Lesen. Okay. Und vereinbart ihr mit den Lehrern oder den Schulen zusammen dann bestimmte Ziele, dass ihr also anhand des Lehrplans festlegt, was wollt ihr erreichen und dass dann die Kinder wieder zurück sozusagen in den normalen Unterricht gehen? Also das ist ja immer nur eine halbe Stunde, die sie aus dem Mhm. Unterricht rausgenommen werden. Mhm. Also wir sind eine halbe bis Stunde, kommt darauf an, wie es passt, mit einem Kind beschäftigt und das kommt auch aufs Kind drauf an. Ein Zweitklässler, wenn man mit dem eine ganze Stunde lesen würde, das wäre viel zu Mhm. anstrengend. Insofern machen wir auch viele Spiele, Mhm. Lesespiele oder Rätsel oder bringen eine Kinderzeitung mit, wo wirklich speziell was für Kinder drin ist. Also wir haben ganz viel Material in unserer Bibliothek, wo die Mentoren auch die Bücher ausleihen können und Spiele und Puzzle und was wir alles haben, Lügkästen.
dass wir nach einem Lehrplan der Lehrer arbeiten, das ist nicht so. Wir Mhm. sind wirklich fürs Lesen da. Wir unterhalten uns natürlich mit den Lehrern ab und zu, aber ehrlich gesagt, die Lehrer haben auch nicht die Zeit, nach jeder Stunde mit uns irgendwas zu Ja. besprechen. Also wir sind wirklich fokussiert auf das Lesen und da ist es, das geht nicht nach Lehrplan, weil die Mhm. Kinder sind nicht im Lehrplan drin, mit denen wir Ja. lesen. Die sind meistens viel weiter zurück und wir Okay. wollen sie rankriegen. Und da geht es nur ums Lesen und da brauche ich eigentlich nicht den Lehrplan dazu. Mhm. Es ist schon so, dass die Lehrer uns oft Material noch dazu Ja. geben. Wenn jetzt ein Kind was in Sachkunde über das Wetter lesen muss oder alle Kinder und dieses Kind ähm, kann es nicht lesen und versteht es nicht, dann gibt die Lehrerin mir den Text über das Wetter und dann Ah, ja. lese ich das im 1:1 und kann dann auch Ausdrücke dem Kind erklären, was es Mhm. vielleicht nicht versteht. Du hast eben schon anklingen lassen, dass auch sehr viel Herzblut nicht nur dabei ist, was in die Arbeit fließt, sondern dass sie auch sehr viel im Grunde emotionales Feedback und Erfolgserlebnisse hat. Was waren so die großen Momente für dich in der Arbeit? Ganz persönlich, Ja, aber auch im Verein selber, weil es ja ganz ja, viele Menschen auch sind. das kann ich gar nicht so kurz fassen, weil das ist einfach wahnsinnig. Wenn man so ein Ehrenamt macht, was einem so viel Freude Mhm. bereitet, sind es ganz viele Stellen. Also ich finde es zum Beispiel toll, wie viel ehrenamtliche Mentoren, mittlerweile haben wir 108 Mentoren hier in Lüneburg und im Landkreis an 40 Schulen sind die tätig und das ist ein Sammelsurium. Die kommen aus unterschiedlichsten Berufen, das sind Studenten, Mhm. das sind Rentner, das ist alles mit dabei, aber alle haben diesen Willen, etwas für die Gesellschaft zu tun und für die Kinder, weil es ist ja das A und O, das Lesen. Das Mhm. ist Mhm. ein Grundwerk, den man haben muss, um irgendeinen Beruf hinterher auszuüben. Und das bereitet so viel Freude und das finde ich toll. Diese ganzen Mentoren, die sich melden bei mir, es ist fortlaufend ein immer wachsender Prozess und Mhm. das macht richtig Spaß. Und wir haben natürlich mittlerweile Koordinationsgruppen, wir haben Mentortreffs, da treffen wir uns Mhm. einfach mit den Mentoren und das tut den Mentoren auch gut, dieser Austausch untereinander und Ja. das macht auch viel Freude. Da kommen nämlich dann die ganzen Kommentare. Es tut mir so gut, einmal die Woche in die Schule zu Ja. gehen. Die Kinder, die sprühen vor so viel Energie, und gerade die nicht mehr arbeiten, die Rentner, das ist für die toll, einfach Mhm. mit so jungen Leuten zu tun haben. Und das merke ich auch. Es ist einfach, die bringen so viel Lebenslust mit rein in das Ehrenamt und vertrauen sich auch so an. Es Mhm. ist wirklich toll. Und ein Erlebnis mit den Kindern war für mich, wir haben eine Aktion, jedem Kind ein Buch. Da kriegt Mhm. jedes Kind von dem Mentor ein für sie bestimmtes Buch geschenkt. Und das sind alles lesefaule Kinder oder viele lesefaule Kinder. Und mein Kind hat dieses Buch gesehen und war richtig ehrfürchtig, weil es das erste Buch war, was es geschenkt Ja. gekriegt hat. Ja. Und hat gefragt, ob es auspacken darf. Habe ich gesagt, natürlich. Hat es ausgepackt. Dieses Kind hat das Buch mit nach Hause genommen, ihrer Mutter voll Begeisterung gezeigt. Die Mutter hat mit dem Kind das Buch Mhm. weitergelesen. Das Buch kommt nach Hause, die haben zu Hause auch keine Bücher, haben ja Mhm. nicht mehr so viele Leute. Und der Hit war überhaupt, zu Weihnachten gab es dann das zweite Band von der Mutter für das Kind. Toll. Also besser geht's gar nicht. Also das sind so kleine Sachen, die einfach, ja, die so viel bewirken. Und Mhm. dieses Kind hat so viel Freude am Lesen durch diese Bücher. Das ist ein ganz bestimmtes Thema, was das Kind fasziniert. Und da ist der Knoten geplatzt. Es Super. war toll zu sehen einfach. Also, und da gibt es noch ganz viele Ja. Momente. Also ich kann noch lange Gut. erzählen. Ja, ist ja super. Du hast es eben so anklingen lassen. Erstmal unheimlich beeindruckend. Ihr habt 108 Mentoren. Das ist ja schon ein kleines mittelständisches Unternehmen, Ja, das du da leitest. Welche Herausforderungen gibt es seitens des Vereins? Gibt es organisatorische Themen? Sind es eher mitmenschliche oder zwischenmenschliche Themen? Ist es Geld? Was sind so die großen Klippen, die du da täglich umschiffst in der Zusammenarbeit? ja, gerade die letzte Klippe, die wir Gott sei Dank bestiegen haben und übersprungen haben. Und da bin ich sehr, sehr dankbar. Wir sind seit 20 Jahren gibt es Mentor und wir Mhm. haben jetzt immer in der Handwerkskammer hier unser Büro gehabt. Und das mussten wir leider jetzt aufgeben, weil da umgebaut wird. Und da
bin ich voller Freude. Es war viel, viel Arbeit. Wir haben viele Stellen in Lüneburg angesprochen, Mhm. weil es ja auch zentral liegen muss, das Ja. Büro. Und jetzt haben wir von der IHK einen Raum zur Verfügung gekriegt, erstmal in Volgershall, weil die da auch gerade umbauen und umgezogen sind und bekommen eventuell auch weiterführend ein Büro. Mhm. Also das ist schon toll, aber steckt immer viel Arbeit hinter. Ja. Ne? Man muss viel Networking und das ist so toll an Lüneburg einfach, Mhm. dass man die Leute, ich wohne jetzt seit 18 Jahren hier, schon kennt und das ist auch das, was Spaß macht. Man kennt die Lehrer, kennt die Mhm. Direktoren der unterschiedlichen Schulen. Und das macht viel Spaß. Herausfordernd ist manchmal die Raumsituation für die Mhm. Mentoren in den Schulen, Ja. weil die sind alle zu klein, die Schulen, arbeiten alle mit Containern und finde da erstmal einen Raum, wo du geschützt, soll nämlich ein ruhiger und geschützter Ja. Raum sein, wo die Mentoren mit dem Kind sitzen. Und das ist manchmal eine Herausforderung. Also manche Mentoren sitzen in den Büchereien, was ganz gut Mhm. ist, weil man dann auch mal schnell irgendwas zu Rate ziehen kann, irgendein Buch. Aber viele sitzen eben doch auch auf dem Flur und müssen sich dann wirklich ein stilles Eckchen suchen. Mhm. Das ist so ein bisschen herausfordernd, aber im Großen und Ganzen klappt es eigentlich ganz gut. Wir rekrutieren uns natürlich nur über die Spenden und die Ja. Mitgliedsbeiträge. Ähm, und da haben wir manchmal ein bisschen zu knabbern. Wir haben über Stiftungen viel bekommen, aber in der heutigen Zeit, wo jeder so sein Portemonnaie und auch die Firmen ein bisschen das Geld zusammenhalten, ist es schon anstrengend. Geld für das Material. Wir geben eigentlich nur Geld fürs Mhm. Material und wirklich für hochwertige Schulungen aus. Wir bieten Ja. unseren Mentoren dreimal im Jahr eine Schulung an und die Referenten zahlen wir natürlich auch und dafür brauchen wir immer Geld. Mhm. Also, aber bis jetzt hat es toll, toll, toll gut geklappt und ja, wir hoffen, dass es weiter so geht und danken natürlich auch Donista dafür, dass wir so vielleicht an den ein oder anderen Ja, ja, ja. Unterstützung kommen. Und das Wichtigste ist für mich immer neues Material für die Mentoren, weil da Mhm. entwickelt sich so viel und wir können immer wieder neues Material einkaufen, vorstellen und das macht den Mentoren natürlich auch Spaß, wenn da immer Neuigkeiten reinkommen. Ja, sehr gut. Vielleicht auch nochmal informativ für euch Donistas. Der Verein hat ja keine tatsächlichen Mitarbeiter, sondern alle arbeiten wirklich ehrenamtlich. Das heißt, was auch immer an Unterstützung kommt, geht direkt entweder in die Qualifikation und damit die Hm. Qualität des Unterrichts durch die Mentoren oder in, wie du schon erzählt hast, eben Lesematerial, Ja, Bücher, die dann hoffentlich die Kinder auch so weit faszinieren, dass sie lernen wollen ja, genau. und dann eben Fortschritte machen. Ja, Ja, großartig. Das ist natürlich schon mal toll. Was würdest du denn sonst gerne noch mitgeben? Wie funktioniert ihr sozusagen als Organisation? Wie unterstützt ihr euch da gegenseitig? ja, wir haben, Mentor ist ein Hauptverband, der Mutterverband ist eigentlich in Köln, sitzt in Mhm. Köln und der Dachverband und mittlerweile sind es 124 Vereine in ganz Deutschland und wir sind hier in Lüneburg, einer der hat eben 108 Mentoren und wir arbeiten eng zusammen mit dem Hamburger Verein, da holen wir uns oft, weil der ist noch älter und versierter, holen wir uns oft Informationen. Aber an sich, und das finde ich ja eigentlich auch ganz schön, wenn jemand Spaß hat am Lesen und Spaß an Kindern, kann er sich in ganz deutschlandweit bei irgendeinem Mentorverein Mhm. anmelden und mitmachen. Und das ist toll. Und dass alle ehrenamtlich das machen, auch eben unsere Sekretärin, die alles verwaltet, die ganzen Mails, jede Woche werden an alle Mentoren Mails Mhm. verschickt, weil wir eine Kinderzeitung haben, die an jeden kommt, mit der wir auch arbeiten. Dann haben wir Rundbriefe, wo wir die Mentoren informieren. Also es ist schon eine Menge Arbeit, die da drin steckt und die ehrenamtlich gemacht hat. Wir haben eine Person für die Öffentlichkeitsarbeit, sind auch öfter mal in den Zeitungen, damit wir neue Mentoren rekrutieren können. Also es ist eine Menge Arbeit, aber in einem guten Team macht das einfach Spaß. Also Super. und ich merke auch, Ehrenamt ist wirklich eine Sache, die vom Herzen ausgeht und das merkt man an allen Mentoren. Das ist einfach was anderes. Das macht Spaß und Toll. auch das Miteinander. Großartig. Christina, vielen, vielen Dank, dass du heute Mentor, die Leselernhelfer, vorgestellt hast. Falls ihr Fragen habt, liebe Donistas, natürlich über unsere Discord-Gruppe oder per E-Mail oder über die anderen Kanäle melden. Und ja, dir ganz, ganz viel Glück Danke und sehr. Erfolg. Und wir hoffen natürlich sehr, dass wir euch auch da weiter unterstützen können.
Ja, Danke sehr. vielen Dank, Michael. Und ja, ich hoffe auf viele Spenden. Sehr gut.